Hey Leute, willkommen zurück. Als ich mein erstes Walking Pad bekommen habe, war ich ziemlich naiv. Ich dachte echt, Walking Pad ist Walking Pad. Hinstellen, drauf laufen, fertig. Ich hatte eins, das noch kurze Zeit kaputt ging und mittlerweile im Keller liegt. Und mir ist erst danach aufgefallen, wie viele Unterschiede es gibt oder auf was man alles achten sollte. Der erste Punkt ist meiner Meinung nach der Preis. Online findet man schnell mal Modelle für unter 200 €. Und man denkt sich, wow, Jackpot. Am Ende hat man vielleicht dann doch mehr Ärger als Spaß. Entweder ist das Gerät lauter als ein Staubsauger, das Band rutscht ständig hin und her. Man darf nicht vergessen, dass es ein technisches Gerät ist. Das ist ein kleines Laufband. Mein erstes Walking Pad ging nach der 9. Benutzung kaputt. Es war vermutlich ein Motorschaden. Das Laufband wurde immer wärmer und irgendwann funktionierte das nicht mehr. Mittlerweile ist das Elektroschrott. Von daher kann ich euch empfehlen, zuerst auf die technischen Daten zu achten und dann auf den Preis. Ich will nicht sagen, dass teuer unbedingt besser ist, aber wenn ihr so ein wackeliges Teil für euch habt, schickt es zurück. Und selbst wenn die Technik passt, kommt ja der zweite Haken, der Platz. Und manchmal merkt man erst nach dem Kauf, was man da eigentlich gekauft hat. Also ich habe das vorher nicht alles ausgemessen. Ich habe geguckt auf dem Bild, ja passt, alles super, bestelle ich. Das erste Walking Pad hat locker unter die Couch gepasst. Das jetzige nicht mehr. Ich musste erstmal meine Couch höher stellen oder meine Möbel, damit ich es wirklich waagerecht unter die Couch bekomme. Viele Walking Pads sind leider nicht für die Hochkantlagerung geeignet, also vertikal an die Wand stellen. Das erfährt man aber in der Regel erst im Handbuch, also erst dann, wenn man das Gerät vor sich hat. Von daher kann ich euch empfehlen, die Wohnung auszumessen oder zu schauen, wohin kann das Teil oder wo kann ich es sicher aufbewahren. Und wenn es wirklich nur hochkant geht, dann doch lieber vorab beim Kundenservice nachzufragen. Denn manchmal ist das einfach nur aus Sicherheitsgründen. Also das hat dann weniger mit dem Motor zu tun oder so. Bei mir war das auf jeden Fall so. Bei mir ging es nicht um irgendwelche technischen Fehler, sondern einfach um die Sicherheit, dass das Teil hochkant schneller umfallen kann. Es gibt aber dafür eine gute Lösung. Es gibt rutschfeste, tada, Unterlagen. Sehr gut auch dann, wenn ihr das Walking Pad hochkant lagern wollt, weil es bewegt sich nichts. Ne? So. Aber am besten immer vorab den Kundenservice kontaktieren. Und ja, habe ich auch da. Wenn der Platz geklärt ist, kommt die Lauffläche. Ja, auch daran denkt man selten, sollte man aber dann, auch gerade dann, wenn man lange Beine hat. Vielleicht kennt ihr das, ihr denkt dann, ach, das reicht aus und dann ditcht man vorne an den Seiten, hinten oder wie auch immer und das ist dann auch irgendwie ärgerlich. Also für entspanntes Gehen bin ich der Meinung, braucht man mindestens eine Laufbandlänge von 115 cm. Alles, was drunter ist, denkt nicht einmal darüber nach und auch vor allem eine Laufbandbreite von mindestens 39 cm. Ich habe eine Profi-Größe, also mein Laufband ist ca. 42 cm breit und das merke ich auch. Und direkt daran hängt die Traglast. Ja, das klingt erstmal super technisch, ist aber auch sehr wichtig. Wenn ihr im Handbuch lest, maximale Belastbarkeit von 100 Kilo, klingt das toll, dann habt ihr Glück, wenn ihr 99,5 Kilo wiegt. Aber wenn ihr ständig an der Maximalgrenze seid, leidet der Motor ja trotzdem. Von daher wird empfohlen, Eigengewicht plus 20% Reserve einzuplanen und vor allem, wenn ihr ein Pad mit einer Steigung habt, dann geht die Maximalbelastung runter. Also Papier und Realität sind manchmal zwei verschiedene Dinge und vor allem darf man die Geschwindigkeit nicht unterschätzen. Die meisten Pads hören bei 6 km/h auf. Das ist gut, zügiges Gehen, aber jemand, der joggen will, der kommt nicht weit, ne? Der braucht ein bisschen mehr. Es gibt tatsächlich einige Pads, die haben eine Geschwindigkeit bis zu 12 km/h. Das steht auch in den Details, das muss man vorher checken und vor allem auch die Steigung, ne? 7% klingt nett, aber wer jetzt zum Beispiel richtiges Bergfeeling haben will oder so, der muss schon so ein bisschen steiler gehen. Man sollte, glaube ich, vorab darüber nachdenken, was möchte man genau erreichen. Also wenn man Schritte zählen will, da braucht man keine Steigung, da braucht man auch keine 12 km/h. Wenn ihr jetzt aber vielleicht abnehmen möchtet oder vielleicht so ein bisschen den Stoffwechsel ankurbeln wollt, lohnt sich dann doch ein Pad mit Steigung. Ein Punkt, der mich leider
erwischt hat, war die Überhitzung. Manche Geräte schalten sich automatisch nach 60 bis 90 Minuten aus. Egal, ob ihr trainiert oder nicht. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil sich der Motor so vor einer Überhitzung schützt. Es gibt auch Modelle, die tun das nicht. Bestes Beispiel ist bei mir im Keller. Also ja, generell keine schlechte Idee, aber die Zeit variiert sehr stark und da kann ich euch auch empfehlen, einfach mal in die Beschreibung reinzugucken. Ich habe zum Beispiel ein Pad, das ich erst nach 10 Stunden Dauerbetrieb ausschalte. Und zum Schluss Technik und Extras. Bilder sehen immer toll aus, ne? Also Walking Pad und die Bilder, ach du, alle KI generiert, alle gefotoshoppt, alle schön, ne, hinplatziert oder so. Aber was ist mit den technischen Details, ne? Die Motorleistung, die maximale Belastbarkeit. Es gibt mittlerweile Laufbänder, die sind rutschfest oder die haben mehrere Schichten, ne? Also 6 Schichten teilweise, gelenkschonender. Der Motor ist extra leise, teilweise leiser als mein Kühlschrank. Ja, ich habe einfach gemerkt, Walking Pad ist nicht gleich Walking Pad. Und wenn ihr auf diese Punkte achtet, dann erspart ihr euch eine Menge Stress. Und auch wenn es die Retoure gibt, ich glaube 14 Tage kann man das Gerät wieder zurückschicken. Ja, schickt mal so ein Walking Pad Retour. Also wer hat darauf Bock? Vergleicht Modelle, fragt beim Verkäufer nach, wenn ihr unsicher seid. Oder beim Kundenservice. Und ja, seid euch sicher, was ihr bestellt. Am Ende zählt nämlich nur eins. Das Walking Pad soll euch Lust machen und nicht frustrieren. Ja, so viel dazu. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Alligator. Alligator. Genau, alles klar. Tschüss. This is such a rush.